kommst gleich in mein Video. Vor kurzem bin ich wieder über einen Buchtitel gestolpert, auf den ich schon mal vor einiger Zeit aufmerksam geworden bin. Und zwar heißt er, Gott hat mir nie das Du angeboten. Das ist das erste Buch einer jungen Journalistin. Und es ist schon interessant, wie sie beschreibt, dass sie so eine unbestimmte Sehnsucht nach Gott verspürt irgendwie und nicht so genau weiß, wie sie damit eigentlich umgehen soll. Sie wird gern wissen, woher diese Sehnsucht kommt. Irgendetwas berührt offensichtlich ihr Herz. Und dann steht da so, also sie führt zum Beispiel eine Bucketlist, nicht mit Dingen, die sie noch alle erleben will, sondern mit Dingen, an die sie glauben will. Zum Beispiel ein Gott, der uns nie alleine lässt, oder an Wunder oder an ewige Liebe, Weltfrieden. Ja, doch, wie es in dieser Buchbeschreibung heißt, das Leben kommt ihr immer wieder dazwischen. Also der Kinderglaube hat Risse bekommen und zerbrochene Beziehungen lassen sie einfach auch an der Liebe zweifeln. Und wenn sie das Leid so vieler Menschen sieht, wird sie sogar oft wütend auf Gott. Allerdings, die unbestimmte Sehnsucht nach ihm, nach Gott, bleibt. Schau mal, die wachsen. Ich glaube, beginnt da, wo das Herz berührt wird. Und es gibt ja so Momente im Leben, die wir uns selbst gar nicht so erklären können oder nicht in Worte fassen können. Jemand hat mal erzählt von einer Kollegin, die bei der Beerdigung ihrer Oma war. Und sie saß da in der Kirche und auf einmal kam ihr ein Gedanke, ja, und was ist, wenn es diesen Gott wirklich gibt? Das hat sie je durchzuckt und sie wusste selber gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollte. Aber es hat sie dann doch tief berührt. Ja, was fange ich an mit solchen Gedanken, die mir irgendwie fremd vorkommen und wo ich mir sogar wünschte, ja wirklich mit diesem Gott in Kontakt zu kommen. So wie mit einem guten Freund, per Du mit ihm zu sein, ihm auf eine Tasse Tee oder Kaffee zu treffen. So ähnlich geht es auch der Künstlerin Sylvia Wolf. Sie beschreibt in einem Zeugnis, wie groß ihre Sehnsucht war, Gott zu entdecken. Sie hat gesucht an ganz vielen Stellen, aber irgendwie ist sie immer wieder in so einer Sackgasse gelandet. Und dann kam sie auf abenteuerliche Weise nach Israel, ins Heilige Land, und ist da auch ein paar Monate geblieben. Sie hat da so in einem katholischen Pilgerhaus gearbeitet. Und die beschreibt ihr Erlebnis so: Alle um mich herum hatten irgendwie einen Draht zu Gott, nur ich nicht. Und sie hat sich dann halt so gefragt, warum spricht er nicht auch zu mir? Ja, und sie hat dann so begonnen, auch in die Frühmesse zu gehen. Aber alles war ihr irgendwie fremd. Die hat sich halt gefragt, ja, mit wem sprechen die eigentlich? Und was macht die alle so scheinbar so glücklich? Sie hat sich sogar gefragt, bin ich jetzt verrückt oder sind es die anderen? Ja, und dann, eines Tages, wird die im Herzen so berührt, dass sie sich umfasst fühlt von einer nicht enden wollenden Liebe. So beschreibt sie das. Und auf einmal entdeckt sie überall Spuren dieser Liebe. Sie hat den Eindruck, dass sie ganz neu sehen lernt. Der Glaube hat ihre Wirklichkeit komplett verändert. Diese Künstlerin spricht dann immer wieder von ihrem Glauben als mein schöner Glaube. Und sie sagt, besonders schön ist es, ihn immer neu zu entdecken, vielleicht auch erstmalig. Das heißt also, sich immer neu davon tief im Herzen berühren zu lassen. Berühren zu lassen, dass Gott da ist, dass er existiert und dass er uns persönlich liebt. Und dass wir ihn auch wirklich überall entdecken können, in unserer Umgebung, um uns herum. Alles ist eine Spur von ihm.
Pater Kentenich beschreibt das einmal so: Wir sollten aus jeder Kleinigkeit eine Botschaft Gottes herausfinden. Das kann sein, was auch immer. Da lautet die Frage: Lieber Gott, was willst du mir damit sagen? Und ja, das kann passieren auf ganz vielfältige Weise. Pater Kentenich sagt zum Beispiel auch, dass das durch das Zeitgeschehen passieren kann, durch alles, was um uns herum passiert, auch durch scheinbare Kleinigkeiten, die wir sehr gerne übersehen, kaum beobachten. Oder wenn uns etwas irgendwie anrührt, dann ist es auch schnell wieder weg, denn das Leben geht ja ständig weiter. Wir haben noch keine Muße, dem nachzugehen, was als Botschaft für uns darin enthalten ist. Ja, und darum ist es gut, wenn wir uns innerlich ab und zu mal so Zeit nehmen und uns sagen: Moment mal, tief ein- und ausatmen und uns in die Gegenwart Gottes einfach stellen, wenig still werden und innerlich aufmerksam. Und dann können wir auch einfach fragen und nachfragen: Ja, Gott, was willst du mir eigentlich damit sagen? Was soll ich jetzt lernen? Und das ist gar nicht so leicht. Es ist ja völlig normal, dass wir darauf nicht sofort eine Antwort finden. Warum also nicht nachfragen? Und jetzt gerade im Monat Mai, es ist ja der Marienmonat, da können wir das ganz besonders von Maria lernen, der Mutter Jesu. Denken wir mal an, als der Engel ihr diese Botschaft gebracht hat und sie dann nicht ganz verstanden hat und nachgefragt hat: Ja, wie soll das geschehen? Auch wir können das genauso fragen, was gemeint ist. Denn nachfragen, das heißt ja auch, dass wir in einer Beziehung sind mit dem, den wir fragen. Und das ist so wichtig, damit wir lernen zu verstehen. Maria hat es uns vorgemacht. Sie spielt für Pater Kentenich, gerade was den Glauben angeht, eine ganz zentrale Rolle. Sie kann unsere Erzieherin im Glauben sein. Jemand, der hilft, eine ganz tiefe Beziehung zu Christus zu bekommen. Wenn unser Glaube so eine marianische Prägung bekommt, dann wird er demütig, offen, ganz vertrauensvoll. Das sind alles Eigenschaften, die Maria einfach zutiefst verkörpert. Und das geht dann von ihr auf uns über. Ja, was bedeutet Glauben? Das ist eine ständige Fühlungnahme mit dem lebendigen Gott, so hat es Pater Kentenich gesagt. Und wir sind dabei gar nicht Macher, sondern es genügt, wenn wir uns einfach öffnen, vor allem für eine Botschaft, die Gott uns unaufhörlich sendet, dass er uns liebt. Und er möchte, dass wir das wissen, dass wir es glauben und dass wir es nicht vergessen. Er denkt an uns stündlich, in jedem Augenblick. Und die Tür seines Herzens steht offen für mich, immer. Solche Begegnungen mit Gott, der uns wirklich das Du anbietet, das wünschen wir euch von Herzen. Ja, und zum Ende dieses Videos noch eine Info. In den nächsten Monaten, bis Herbst hin ungefähr, werden wir keine Videos mehr für YouTube hier machen können. Es steht einiges an für uns beide jetzt in diesem Sommer, sodass wir jetzt mit YouTube einfach eine Pause machen müssen. Wir werden aber wieder im Herbst da sein für euch mit neuen Videos. Also von daher, abonniert gerne den Kanal und vergiss nicht, auf die Glocke zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn es wieder mal etwas von uns gibt. Und ihr könnt uns immer auf Instagram auch folgen, da werden wir weiterhin Content posten. Alles Gute und einen schönen Sommer wünschen wir euch. Tschüss!